liebes Videoportal. Ich habe heute ein weiteres Video für Sie zum Thema der Handhaltung. Und das liegt mir sehr am Herzen, weil ich habe viele Jahre irgendwie meine Handhaltung als Kind ändern sollen. Es hat sich mir ganz furchtbar angefühlt und habe es dann am Ende des Tages irgendwann später wieder umgestellt. Und seitdem habe ich viel, viel weniger Belastung auf meiner Hand, auf meinem Ellenbogen. Also es geht hier auch um Thema Schmerzen. Die normale Handhaltung, wie man sie gewohnt ist, ja zu greifen, ist ja, wie Sie sie ja kennen, manchmal ein bisschen drüber, manchmal so. Es geht mir jetzt aber gar nicht, wie Sie greifen, sondern die Frage ist, wie lang Sie denn greifen. Und die normale Handhaltung, wie es so gelehrt wird, da muss immer hier hinten ein kleines Stück noch rausschauen. Und ich habe diese Handhaltung immer wieder probiert und ich musste jetzt tatsächlich nochmal probieren. Und furchtbar. Wenn ich die so in die Hand nehme, da fühlt sich der Schläger so sofort instabil und unkontrolliert an. Aber es fühlt sich auch nach nicht kräftig an und es fühlt sich auch für mein Handgelenk sehr unangenehm an. Weil was passiert, wenn ich jetzt die Hand so ein bisschen rüber kippe und da hinten etwas rausstehen lasse? Dann kommt Ihr Handballen hier hinten obendrauf auf den Griff. Und wenn Sie jetzt genau sehen, dann überstreckt Ihr Handgelenk, das kann man auch von hier sehen, überstreckt Ihr Handgelenk sehr, sehr stark von Anfang an schon in der Grundhaltung. Und das ist schon mal hier eine zu starke Ulnarflexion, also Kippung nach unten, die dann im Treffen sogar auch noch verstärkt wird mit Druck und das ist dann noch unangenehmer. Jetzt sollten wir aus anderen Sportarten lernen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel im Tennis spielen, dann ist der Tennisspieler hat immer automatisch den Schaft da hinten am Ende in seinen Handballen gedrückt und fixiert ist. Somit ist der kleine Finger der letzte Finger. Also das ist eine normale Tennishand, wo man Kraft hat. Jedes andere Schlaggerät wird eben auch eher so hinten drüber gegriffen. Und dann geht der Griff halt ein bisschen mehr, wenn man da drüber greift, hier hinten etwas mehr durch die Hand, wie Sie hier sehen können. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Griff mehr durch die Hand und dementsprechend hier hinten meinen Schaft fixiert in meinem Handballen. Und weil er jetzt mehr durch die Hand geht, ist es viel, viel bequemer, also auch der kleine Finger schließt somit ab, ist es viel, viel bequemer, diesen Schläger zu halten, weil die Hand nicht so stark überkippt ist. Also dieses Rübergreifen mit hinten den Handballen draufsetzen, schafft extremen Stress aufs Gelenk und schafft dann auch nachher in der Bewegung extremen Stress auf Ihren Unterarm und somit die Ansätze ihrer Finger und ihrer Handgelenke. Also auch viele Ellenbogenbeschwerden tauchen auf, weil man so stark da hinten oben drüber dreht. Also greifen Sie mal Ihren Schläger nicht hinten drüber, sondern greifen Sie ihn einfach lang, suchen Sie eine Stelle, wo Sie ihn merken, boah, den habe ich da hinten drinnen und schauen Sie mal, ob Sie da mehr Gefühl und vor allem Kontrolle haben. Ich für mich habe da erstens mehr Power, ich habe viel mehr Druck in dem Ball, ich habe viel weniger Belastung auf der Hand und ich habe viel mehr Gefühl. Und darum geht es ja primär. Also diese etwas drüber gegriffene Handhaltung hier schafft uns sofort viel mehr Effekt. An die Stromlinie hin. Und vergleichen Sie mal das Extrem für sich. Mal weit drüber, viel in die Finger, hinten drüber und schlagen Sie dann. Und fühlen Sie mal, mit welchem Sie sich wohler fühlen und fühlen Sie mal, mit welchem Sie weniger Belastung haben.